Risikominimierung, detaillierte Analysen und Innovation. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Videoblog Rowema Insight. Heute widmen wir uns mal einem ganz besonderen Thema, nämlich dem Technikum. Der Name sagt schon so ein bisschen, es geht um eine einzigartige Plattform für Technik und Innovation in der Verpackungsindustrie. Und bei mir ist jemand, der sich da super mit auskennt, nämlich Dr. Annina Leipold. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Sehr, sehr gerne. Frau Dr. Leipold, Sie sind Mitarbeiterin bei Rowema und der zum Aufgabenbereich gehört auch das Technikum. Erzählen Sie doch mal bitte mir und den Zuschauern, wie kam es überhaupt dazu? Ja, gerne. Also ich bin von Haus aus eigentlich Chemikerin. Das heißt, mit Maschinenbau habe ich erstmal wenig zu tun. Und habe mich in meinem Studium der Chemie spezialisiert auf die makromolekulare Chemie. Das heißt, die Chemie der langen Ketten, alles was lange Ketten hat, wie Kunststoffe oder eben Papier. Und habe mich dann in meiner Promotion vertiefend beschäftigt eben mit dem Bereich Kunststoffen im Fraunhofer LBF in Darmstadt. Bin von da aus dann zu einem Packmittelhersteller, war da in der Entwicklung und in der Anwendungstechnik tätig und bin dann zu Rowema gewechselt. Der Grund dafür war, ich fand es ein bisschen unbefriedigend in der Arbeit, die ich gemacht habe bei dem Packmittelhersteller, dass man was entwickelt hat, man hat sich was überlegt, man hat das optimiert nach den Kundenwünschen, die man so bekommen hat das rausgegeben zum Kunden und hat dann als Feedback gekriegt, geht nicht. Der Kunde konnte einem dann oft auch gar nicht richtig erzählen, ja, was haben wir denn gemacht, was habt ihr probiert? Das fand ich immer so ein bisschen schade. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben bei Rowema, dass ich quasi beide Seiten sehe. Also ich bin jetzt bei der Maschine, die den Kunststoff dann verarbeitet, also den Packstoff dann einen fertigen Beutel macht und habe das in der Hand. Also ich binde dann jetzt das Dreieck zwischen dem Kunden, dem Maschinenhersteller und dem Packmittelhersteller und bin dementsprechend ganz tief mit dabei, kann sehen, was wirklich funktioniert und was nicht und kann mit dran arbeiten, dass es vielleicht funktioniert. Hört sich an, als wäre es für den Kunden wirklich ein Riesenmehrwert, wenn ich mir das so anhöre. Auf jeden Fall, genau. Also wir haben bei uns eben die wirklich schöne Möglichkeit, die wirklich zu testen an den tatsächlichen Maschinen, ohne dass der Kunde einen Produktionsausfall hat. Wir haben jede Menge verschiedenes Equipment, das der Kunde so bei sich auch nicht hat und wo er bei uns wirklich vorher ausprobieren kann. Funktioniert das? Habe ich mir das richtig vorgestellt? Funktioniert der Packstoff zusammen mit meinem Produkt, zusammen mit der Maschine? Auch die Packstoffhersteller zum Beispiel kommen zu uns, testen ihre neuen Entwicklungen. Man kann sich vorher viel überlegen, vielleicht funktioniert es an der Maschine nicht richtig, vielleicht braucht man ein anderes Bauteil an der Maschine, eine andere Art der Lenksiegelung, eine andere Verzahnung an der Quernaht, um das Ziel, das man erreichen möchte, dann zu erreichen. Und das ist das, was wir bei uns machen, unter anderem im Technikum. Genau, und das ist wie ein großer Spielplatz, genau, an dem wir ganz viel ausprobieren können und testen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Nochmal einen Schritt zurück. Das hört sich alles wirklich super interessant an, aber was genau ist denn das Technikum? Wie kann ich mir das vorstellen? Also im Technikum haben wir bei uns verschiedenste Generationen und Ausführungen von Maschinen stehen, so dass wir im Prinzip das, was der Kunde bei sich in der Produktion macht oder machen möchte, bei uns versuchen können nachzustellen. Das heißt, wir haben ein vergleichbares Modell, was der Kunde bei sich hat oder was er eventuell plant, bei sich zu installieren und können dann zusammen mit dem Kunden schauen, also vorab schon prüfen, welche Leistungen könnte er damit fahren. Wie müsste er vielleicht dosieren, also den Dosiervorgang. Solche Dinge können wir uns anschauen. Was macht der Packstoff? Wie sehen vielleicht die Muster am Ende aus? Also wir erstellen auch entsprechende Musterbeutel für die Kunden. Das ist ein Teil, also wirklich, dass wir für unsere Kunden vorab testen, was wird dann später bei ihm passieren oder wenn er entsprechende Umbauten bei sich macht, was passiert dann, welche Risiken gibt es vielleicht, was muss er an der Maschine ändern, die er bei sich vielleicht schon stehen hat, so dass wir das möglichst gut umsetzen können und das Risiko für den Kunden rausnehmen. Ein anderer Punkt, der bei uns stattfindet, ist auch die Entwicklung. Das heißt, wir testen auch unsere eigenen Entwicklungen bei uns im Technikum. Sei es jetzt, ob das irgendwelche Programmierungsgeschichten sind oder wirklich neue Maschinenkomponenten oder eben ganze neue Maschinen. Diese Sachen werden vorab bei uns getestet, im kleinen Aufbau und dann eventuell im Langzeittest. Das sind Dinge, die bei uns im Technikum passieren.
Das klingt nach einem wirklichen Alleinstellungsmerkmal, kann man ja schon sagen. Wie heben Sie sich denn von den anderen Anbietern ab in dem Fall? Ja, also durch die Möglichkeit, dass wir im Technikum diese wirklich große Anzahl von unterschiedlichen Varianten haben, die wir an den Maschinen testen können, geben wir dem Kunden wirklich die Möglichkeit, das vorab zu testen, was er sich überlegt hat. Nicht nur das, was er sich überlegt hat, auch eventuell ihm dabei zu unterstützen, das umzusetzen. Also es kann sein, dass er sich eine Grundidee hat und fragt, wie könnten wir denn da was umsetzen. Es gibt noch Anmerkungen von uns vielleicht, was vielleicht zu beachten ist. Gerne auch in Kooperation mit einem Packstoffhersteller zusammen. Okay. Gerade wo wir jetzt bei dem Thema sind mit nachhaltigen Packstoffen, die eine echte Herausforderung sind für unsere Kunden, für die Maschinen, aber auch für die Packstoffhersteller. Es ist ein absoluter Mehrwert, wenn man zusammen an dem Thema arbeitet, wirklich, dass man gemeinsam eine Lösung findet, um die Herausforderung zu meistern. Das ist ein absoluter Mehrwert. Wir arbeiten zusammen mit dem Kunden und dem Packstoffhersteller, wenn der Kunde das möchte. Ja, ein weiterer Punkt ist wirklich, wir haben bei uns im Technikum nicht nur die verschiedenen Ausrüstungsbestandteile der Maschine, die wir wirklich auch recht schnell wechseln können. Wir haben auch die wirklich erfahrenen Techniker bei uns, die das wirklich täglich machen. Sei es jetzt ein Abfülltest, wo es um Dosierungen geht, oder aber ein Packstofftest. Das heißt, die wissen genau, an welcher Schraube können wir noch ein bisschen drehen, was können wir vielleicht verstellen, um das zu einem guten Ergebnis zu bekommen am Schluss. Und wirklich zu sagen, wenn das jetzt nicht geht, dann geht es nicht, weil es vielleicht wirklich nicht geht. Aber wir haben alles Mögliche getan an der Maschine, um das gut umzusetzen und das beste Ergebnis zu bekommen. Und dann ein weiterer Punkt, wo wir uns wirklich, glaube ich, von den anderen abheben, ist die Analytik und die Betrachtung danach, was wir mit den Packstoffen und den Beuteln, die wir am Schluss rausbekommen, was wir damit alles machen. Klar, wir testen teilweise Nahtfestigkeiten für den Kunden an einer entsprechenden Prüfmaschine oder vielleicht auch mal, wenn man sich überlegt, warum geht etwas nicht. Das war ja der Punkt, der mich manchmal so frustriert hatte vorher, zu schauen, was müsste dann an dem Packstoff vielleicht anders sein, damit er funktioniert. Ist vielleicht die Gleitfähigkeit des Packstoffs nicht ideal, um sauber durch die Maschine zu laufen? Muss vielleicht etwas an dem Schichtaufbau ein bisschen angepasst werden? Und das ist was man sich danach anschaut, wenn man wirklich das mit einem Zahlenwert benennen kann. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich messe jetzt die Nahtfestigkeit und kann sagen, okay, die ist ausreichend, ich habe einen Zahlenwert, oder aber meine Werte, die ich hier messe, schwanken. Wir haben irgendein Problem, da ist was nicht einheitlich. Dann kann man sich gemeinsam überlegen, was müsste man vielleicht tun. Ein weiterer Punkt, den wir uns betrachten, sind Mikrotropschnitte. Das heißt, ich schaue mir tatsächlich am Beutel, den wir in der Maschine gefahren haben, an, was ist denn im Beutel passiert in der Naht. Also ich schaue mir das Ergebnis wirklich im kleinsten Detail an und beziehe das mit ins Endergebnis dann mit ein, sodass man ein bisschen bewerten kann, war das jetzt wirklich richtig gut oder war das vielleicht nur so semi-gut. Es erscheint erstmal von außen gut, weil wir können nicht reingucken, so, wir sehen das nicht. Richtig. Und wir reden da wirklich von dünnen Schichten teilweise bei den Folien, die aber intakt sein müssen. Und das gucken wir uns dann im Mikroskop an und nehmen das mit in die Bewertung, um dann weiter zu entscheiden, was könnten wir als nächstes machen. Sie haben über Mikroskopien gesprochen. Können wir uns die vielleicht mal angucken, damit auch die Zuschauer mal verstehen, was das für den Kunden für einen Mehrwert bringen kann? Und für was genau benutzen Sie das? Ja, gerne. Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht, sodass wir uns vorstellen können, überhaupt von wo nehmen wir da Proben, was schauen wir uns an. Das ist manchmal ein bisschen abstrakt zu verstehen. Also der eine Punkt ist zum einen, was passiert im Bereich der Quernaht, also von unserem Beutel, die Quernaht. Was macht die Verzahnung mit dem Packstoff selbst? Das heißt, man macht quasi hier einen Schnitt, entnimmt eine Probe und schaut dann wirklich von dieser Seite in den Packstoff rein und schaut, was macht die Verzahnung, was hat die gemacht mit meinem Packstoff, was ist da aufgeschmolzen, wie ist das aufgeschmolzen, gut, schlecht, zu viel, vielleicht machen wir es ja auch schon kaputt. Das ist das, was wir uns an dem Bereich anschauen. Einen weiteren Bereich, den man sich anschauen kann und der vor allen Dingen für dichte Beutel, also die Beutel, die eine Anforderung haben bezüglich der Dichtigkeit, eine große Rolle spielt, ist der Lagensprung. Der Lagensprung ist, wo die Längsnaht ist der Bereich eben, wo wir den Beutel längs zumachen und wo der sich kreuzt mit der Quernaht. Und da haben wir eben einen dicken Unterschied. Wir haben in dem einen Bereich 4 Lagen Folie
und rechts und links davon nur 2 Lagen Folie. Das heißt, wir sind hier doppelt so dick wie auf dieser Seite. Und das generiert ein Dreieck, das wir schließen müssen. Ein Kunde von uns hat mal den schönen Ausdruck des Triangles of Death mitgebracht. Also ich finde ihn sehr, sehr anschaulich. So, ja, genau. Und es ist wirklich auch ein Dreieck. Man sieht das dann im Mikroskop, im Mikrotomschnitt. Der Bereich muss geschlossen werden, dieses Dreieck, wo wir eben den dicken Unterschied haben zwischen 4 Lagen, 2 Lagen oder eben 3 Lagen und 2 Lagen, je nach Art der Längsnaht. Da kann man sich anschauen, ist mein Siegelmedium in dieses Dreieck hineingeflossen oder nicht. Und wenn das da nicht reingeflossen ist, dann ist mein Beutel leider nicht gasdicht verschlossen. Das spielt eben besonders eine Rolle für sensitive Produkte, wie zum Beispiel Babynahrung, Milchpulver oder auch eben Produkte mit entsprechendem Anspruch an Aromen, Kaffee. Wenn das nicht gasdicht ist, besteht immer das Risiko, dass das Produkt an Aroma verliert oder im schlimmen Fall, wenn wir Babynahrung nehmen, gehen Nährstoffe verloren und es kommt eventuell zu einer Unterversorgung des Kindes. Also wirklich ein Risiko, das man ausschließen muss. Ja. Können wir uns das kurz mal anschauen, so ein Mikrotomschnitt? Ja, genau. Ja. Sehr gerne. Okay, Dr. Leipold, was sehen wir denn hier? Ja, also wir haben jetzt hier eben den Punkt, den ich beschrieben hatte, diesen Übergang von 4 auf 2 Lagen. Also wir sehen auf der linken Seite jetzt hier die 4 Lagen und auf der rechten Seite die 2 Lagen. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo es schief gegangen ist, beziehungsweise wo die Anforderungen noch nicht erreicht wurden. Wir sehen in der Mitte dieses dunkle Dreieck, das heißt wirklich, da ist der Durchgang offen, der Beutel ist im Prinzip an der Stelle offen. Und haben das Siegelmedium da noch nicht in dieses Dreieck hineinbekommen. Das heißt, es könnte zu wenig gewesen sein oder nicht heiß genug? Genau, also wirklich wenn wir bei einem solchen Versuch versuchen wir immer das optimale Arbeitsfenster zu finden. Das heißt, man fährt ganz gezielt ein Temperaturfenster ab. Man sucht eben nach der unteren und oberen Verarbeitungsgrenze und man schaut eben auch, welcher Druck ist notwendig. Auch da kann man variieren. Für den einen Packstoff ist vielleicht mehr Druck die Lösung, für den anderen ist mehr Druck der Tod. Da ist eher vielleicht etwas mehr Siegelzeit. Das ist auch ein Bereich, an dem man spielen kann. Also es ist wirklich, man spielt da mit Temperatur, Zeit und Druck und versucht das Optimum zu finden. Und dann kann man vielleicht sehen, okay, bei der Temperatur war mein Dreieck noch offen, aber bei den nächsten 2 Temperaturen ist es sicher zu. Dann weiß ich genau, wo meine Verarbeitungsgrenze ist und kann dann für den Produktionsbereich dann entscheiden, okay, in welchen Temperaturbereich kann ich mich begeben, um wirklich ein sicheres Ergebnis zu bekommen. So, an dem Beispiel kann man jetzt zum Beispiel sehen, da haben wir das Dreieck geschlossen. Also es ist wirklich, man sieht keine Lücke mehr. Wir haben ein geschlossenes Dreieck des Todes. Und genau, das ist sicher verschlossen, keine Kanüle mehr, wo das Gas entsprechend von innen nach außen oder von außen nach innen kommen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Quernahtbereich anschauen, von dem ich vorhin gesprochen hatte, dass man den schneidet und von der Seite quasi reinschaut, dann kann man wirklich ins Detail gehen und kann schauen, was passiert mit meinen Schichten. Sind die alle noch intakt? Macht das Siegelmedium, was es soll? Und was macht die Verzahnung damit? Also bei den Verzahnungen, das ist das, was wir als Riffelmuster quasi an unserem Beutel kennen, an unserem Gummibärchenbeutel zum Beispiel. Und da kann man schauen, was hat der Winkel von meinem Siegelwerkzeug zum Beispiel gemacht oder die Tiefe. Das kann man sich dann anschauen, wirklich im Mikrotomschnitt. Und dann sieht man, dass zum Beispiel in diesem Fall alles funktioniert hat, das ist alles in Ordnung. Wir haben keine Schicht zerstört, das Siegelmedium ist noch ausreichend dick, so wie wir es haben wollen. Das ist ein Beispiel, wo alles in Ordnung ist. Ja, bei dem Beispiel, was wir jetzt sehen, kann ich mir vorstellen, da ist nicht unbedingt alles in Ordnung. Bei dem Beispiel kann man sehen, da hat was nicht funktioniert, beziehungsweise wir sind nicht mehr intakt, was den Packstoff betrifft. Das ist ein Packstoff, der für wirklich Produkte geeignet ist, die eine bestimmte Gasbarriere brauchen. Das heißt, da darf kein Wasserdampf und auch kein Sauerstoff durchkommen. Und dazu setzt man oder hat man bis jetzt eingesetzt gerne eine Aluminiumschicht. Und die ist hier in dem Fall gebrochen. Man sieht jetzt dieser eine Bogen, der nach unten weggeht. Da ist meine Aluminiumschicht gebrochen und damit haben wir da keine Barriere mehr in dem Bereich. Das kann im schlimmsten Fall dann dazu führen, dass eben die Gase, die ich im Beutel halten möchte oder die ich draußen halten möchte, eben doch nach innen gelangen und mein Produkt eventuell schädigen.
Okay, also bei dem Bild sieht aus, als wäre wirklich was nicht so richtig gut gelaufen. Genau, also bei dem Bild sehen wir, was passiert mit dem Packstoff, wenn ein Produkt in die Naht kommt. Okay. Also wenn man das sich überlegt, was ist da schiefgegangen, da ist wohl was beim Dosierprozess nicht ganz in Ordnung gewesen. Und da in dem Fall ist tatsächlich Kaffee in die Naht gekommen. Okay. Und man sieht, wie der Kaffee wirklich die Schichten zerstört. Also wir sehen, dass die Schichten nach unten hin weggedrückt werden. Das führt dann letztendlich zu einer Undichtigkeit und dann eventuell eben nicht nur zu einer Zerstörung der Gasbarriere, sondern zu einer richtigen Undichtigkeit. Was ein wichtiger Aspekt ist, den man direkt an der Maschine prüft bei uns, ist, wenn das ein gasdichter Beutel sein soll, dann prüfen wir den entweder im Wasserbad, sodass man wirklich Luftbläschen aufsteigen sieht. Wie beim Fahrradreifen früher? Zum Beispiel, genau. Und alternativ mit einem Inficon-Messgerät, das heißt, dass über Unterdruck und Messungen der Druckänderungen dann quasi feststellen kann, ist der Beutel dicht oder nicht, wenn sich der Druck nicht ändert im Unterdruck oder wie undicht ist der denn. Okay. So, das ist speziell eben für die empfindlichen Produkte eine gute Methode, um einschätzen zu können, sind wir dicht oder nicht. Betrifft aber dann wirklich nur, ist da wirklich ein richtiges Loch drin. Barrierezerstörung kann man so leider nicht testen. Das ist der Punkt, eben die große Schwierigkeit für den Kunden. Der denkt erstmal, mein Beutel ist vielleicht dicht. Sieht erstmal gut aus und wenn er dann vielleicht nach 3-4 Wochen die Gaswerte prüft, die Sauerstoffrestwerte im Beutel und wird dann feststellen, es hat sich geändert, das darf eigentlich nicht sein. Genau. Ja. Okay. Also mein Interesse ist auf jeden Fall geweckt, muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Aber wie läuft denn so eine normale Zusammenarbeit mit dem Kunden ab? Wie sind da die Steps? Ja, also häufig ist es so, dass der Kunde sich entweder bei unserem Vertrieb für die Neumaschinen meldet und eine bestimmte Anforderung hat, sich was überlegt hat, was er in Zukunft gerne machen möchte. Oder aber Bestandskunden, die gerne was ändern wollen, vielleicht einen Packstoff oder was an der Maschine ändern wollen oder müssen. Die melden sich dann entweder bei unserem Service oder dem Neumaschinenvertrieb und kommen mit der Anfrage zu uns. Man setzt sich gemeinsam hin, überlegt sich, was sind die Ziele, was möchten wir, was soll getestet werden, was sind die Anforderungen des Kunden an die Maschine, an eventuell den Packstoff, wenn es ein Packstofftest ist. Und man überlegt sich ein gemeinsames, sinnvolles Testprozedere, nimmt eventuell den Packstoffhersteller dazu. Wir holen uns im Haus die Leute dazu, die man vielleicht braucht. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, es ist ein Dosiertest oder eine Herausforderung in dem Bereich, dann holen wir uns da die entsprechenden Konstrukteure dazu oder so und bauen da entsprechend das Testprozedere auf an einer Maschine, die möglichst der Kundenmaschine entsprechend ausgerüstet ist und versuchen dann da den Test das entsprechend nachzustellen. Das heißt, je nach Kundenwunsch mit Kundenprodukt zum Beispiel, dass wir sagen, okay, wir füllen Milchpulver ab und schauen wirklich, was passiert da bei dem Dosieren von dem Milchpulver, was passiert in Verbindung mit dem Packstoff. Ja. Oder welche Leistungen möchten wir denn mit dem Packstoff fahren? Oder eben, was passiert beim Siegeln mit dem Packstoff, so wie wir es eben mit dem Mikrotomschnitt gesehen hat. Und wenn man das besprochen hat vorher, dann ist es in der Regel so, dass man die Packstoffe vom Kunden oder eben vom Packstoffhersteller zugesandt bekommt. Wir schauen uns den gerne vorher schon mal an und dann gerne mit dem Kunden zusammen. Und am Ende vergleicht man die Ergebnisse, wertet das entsprechend aus und kann sich auch gerne gemeinsam die nächsten Steps überlegen. Vielleicht ist nach einem ersten Test schon alles gesagt, vielleicht weiß man schon, ja, läuft nicht. Oder aber, was für Möglichkeiten müssen noch geändert werden, was müsste man alternativ noch testen. Und kann gemeinsam wirklich dann die nächsten Schritte sich überlegen. Und was sind die Vorteile für den Kunden? Sie hatten vorhin schon ein paar angesprochen, vielleicht nochmal zusammengefasst, die das Technikum nutzen? Ja, also wir stellen uns vor, so ein Test dauert vielleicht im besten Fall, wenn es was Einfaches ist, 1, 2, 3 Tage. Wenn es was Schwieriges ist, können wir da in der Summe, wenn man es über die gesamte Entwicklungszeit, die man mit dem Kunden daran arbeitet, eventuell über Wochen reden. Wenn wir uns jetzt vorstellen, diese Zeit müsste er bei sich in der Produktion ausfallen lassen, da reden wir nicht nur über einen kleinen Betrag, weil dann würde die Produktion über mehrere Tage stillstehen. Und das ist ein absolut, da reden wir über wirklich große Kosten.
Dazu kommt, dass der Kunde an der Maschine nicht das Equipment hat, was wir zur Verfügung haben. Also wir können wirklich relativ schnell und flexibel Dinge umbauen, die der Kunde so vielleicht bei sich aktuell noch nicht verbaut hat an der Maschine, die vielleicht aber für das in Zukunft verwendete Material notwendig ist. Und die Möglichkeiten haben wir. Das, wie gesagt, unsere Techniker, das ist ihr täglich Brot, das können sie sehr, sehr gut. Und eben auch das Equipment, was wir haben, was wir sehr schnell umbauen können. Ja. Und im Anschluss eben die gemeinsame Bewertung und Analyse des Ergebnisses. Also wenn wir jetzt eben Beutel gefertigt haben und den Packstoff getestet haben, dass man sich das gemeinsam angucken kann, dass sie eine entsprechende Auswertung bekommen und nicht raten müssen, ist der Beutel wirklich dicht oder ist das nicht. Oder wie lange auch. Genau, also solche Dinge. Und im Anschluss begleiten wir auch gerne unseren Kunden, das umzusetzen bei sich in der Produktion. Das ist dann oft so der nächste Schritt, dass man sagt, die Erkenntnis, die wir jetzt hier im Technikum erhalten haben, nehmen wir mit in die Produktion des Kunden. Wir begleiten den Test, wir können den mit Techniker begleiten, wir fahren mit hin und machen danach auch eben die entsprechende Nacharbeit mit dem Kunden. War das jetzt in Ordnung? Müssen wir noch was umbauen? Muss was berücksichtigt werden? Und dadurch nehmen wir dem Kunden einfach ein großes Risiko, dass er am Schluss ein Produkt hat, einen Beutel hat, der sicher ist. Es geht ja auch um Produktschutz und da unterstützen wir einfach unseren Kunden. Er hat keinen Produktionsausfall oder den minimalen Produktionsausfall und am Schluss aber ein möglichst sicheres Produkt. Den Weg muss er nicht alleine gehen, dabei unterstützen wir ihn. Ja. Das klingt dann nach Full Service. Ja. Sie hatten am Anfang schon mal das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, nachhaltige Verpackungsstoffe oder Verpackungen, Packstoffe, ja. Genau, Packstoffe. Wie unterstützt denn das Technikum da auch Sie oder die Kunden im Thema Innovationen vielleicht? Ja, das ist ein Weg, den wir gehen müssen, der auch meiner Meinung nach notwendig ist. Und wir wollen ja verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen. Und dementsprechend gehen wir den Schritt hin zu nachhaltigen Packstoffen. Da arbeiten die Packstoffhersteller dran und da arbeiten auch unsere Kunden dran. Die Packstoffe haben eben das aktuelle Problem, will ich es nicht nennen, aber es ist eine Herausforderung. Sie sind nicht so zu verarbeiten, wie wir das in der Vergangenheit hatten. Sie sind für uns neu. Dementsprechend muss man eben eventuell an der Maschine etwas anpassen. Der Kunde muss bei sich in den Abläufen etwas anpassen. Und dabei unterstützen wir und auch der Packstoffhersteller die Herausforderungen, die es da entsprechend gibt, eben wirklich zu meistern. Bleiben wir noch mal kurz bei den Innovationen im Technikum. Wo geht's denn hin? Ja, also abgesehen von den Dingen, die man sich an der Maschine immer wieder neu überlegt, wo man versucht, eben auch nachhaltige Dinge besser verarbeiten zu können oder effizienter zu arbeiten. Eine der Dinge, mit der wir uns in der letzten Zeit beschäftigt haben, war die Fragestellung, wie könnten wir denn eben mit diesen nachhaltigen Packstoffen oder der Anforderung von nachhaltigen Lösungen einen Beutel mit einem Wiederverschluss zum Beispiel machen. Okay. Ja. Wenn man sich vorstellt, ein Beutel mit Wiederverschluss, man kennt normalerweise Beutel mit einem entsprechenden Zip. Das ist zum einen relativ viel Material oder oft verursacht das einen gewissen Materialmix, den man ja nicht mehr haben möchte. Man möchte ja auf eine Monolösung gehen. Und darum haben wir uns überlegt, wie könnte man einen Beutel wieder verschließen, ohne dass man möglichst mehr Material braucht oder ein anderes Material. Und da hatten wir eine simple Lösung, eine schöne Lösung. Wenn wir jetzt hier einmal dieses Muster uns nehmen. Der Beutel sieht erstmal aus wie ein ganz normaler, in dem Fall ein Stand-Up-Pouch, also ein ganz normaler Beutel, der standfähiger Beutel. Ja. Genau. Normalerweise hat man dann hier oben vielleicht einen Zip zum Wiederverschließen. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist, dass wir im Prinzip diese Längsnaht, die wir sowieso haben, die haben wir nochmal benutzt. Wir haben einen Schlitz reingemacht und dadurch einen Wiederverschluss gegeben. Das heißt, der Beutel wird oben gefaltet, wie ein Briefumschlag hier reingesteckt und danach ist der Beutel verschlossen. Und zwar so, dass er wirklich auch wirklich gut hält. Also dafür wurde dann nicht mehr Material verwendet. Wir haben den gleichen Materialaufwand. Wir haben keine weitere Komponente zugeben müssen wie den Zip. Und ein weiterer Vorteil bei den Beuteln mit dem Zip haben wir das Problem, dass wir da wieder einen dicken Unterschied haben. Ja. Mit im Bereich des Zips
den wir schließen müssen. Und wenn wir einen gasdichten Beutel haben wollen, ist das ebenfalls eine große Herausforderung und es wird durch die Monopackstoffe schwieriger, nicht leichter. Und diese Schwierigkeit umgeht man damit dann einfach. Das heißt, wir haben einen Beutel mit weniger Material, weil wir den Zip weggelassen haben und gleichzeitig eben die Problematik, den Beutel dicht zu bekommen im Bereich des Zips in der Quernaht, damit umschifft. Ja. Also ein großes Thema Innovation, wie ich gehört habe, wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass irgendwas in dieser Richtung passiert. Ich habe schon gesagt, also mich haben Sie schon überzeugt. Wenn Sie auch überzeugt sind und gerne eine Beratung hätten oder weitere Informationen möchten, habe ich alle Informationen dazu eingeblendet. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, weil wir sind schon am Ende angelangt, ich habe noch 3 Fragen, die ich in jedem Videoblog am Ende stelle. Bereit? Ja. Was wären Sie denn geworden, wenn Sie nicht Ihre aktuelle Position bei ROWEMA inne hätten? Wo wäre es hingegangen? Also wenn ich nicht in der Chemie gelandet wäre oder im Bereich der Kunststoffe, ich glaube, dann wäre ich Schreiner geworden. Echt? Ja, also weil Holz ist ein ganz toller Werkstoff und das Gefühl von frisch geschliffenem Holz, wenn es ganz fein dann geworden ist, ist ganz toll. Und das riecht auch so Ja, gut. ganz toller Geruch. Also das wäre, wenn ich nicht in der Chemie gelandet wäre, dann hätte ich was mit Holz gemacht und wäre vielleicht Schreiner geworden, ja. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Was machen Sie denn als erstes, wenn Sie morgens in die Firma kommen? Ja, also abgesehen vom Lichtschalter betätigen, gehe ich tatsächlich als erstes an meinen Arbeitsplatz und wechsle die Schuhe. Okay. Ich ziehe als erstes die Sicherheitsschuhe an, dann mache ich den Computer an und gehe mir einen Kaffee holen. Okay. Der Kaffee ist wahrscheinlich fast bei jedem dabei, habe ich Ja. schon gehört. Und warum macht Ihnen denn Ihr Job so ganz besonders Spaß? Also tatsächlich, weil er so vielfältig ist. Also ich kann sehr, sehr vielfältig mit den Materialien, mit den Maschinen arbeiten. Ich habe quasi nie das Gleiche, was ich mache. Es ist immer was anderes, eine andere Problemstellung, eine andere Herausforderung. Das ist wirklich fantastisch. Also, das merkt man auch, dass es Ihnen Spaß macht. Frau Dr. Leipold, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es hat mir super Einblicke fürs Technikum gegeben. Vielen Dank. sehr gerne. Und vielen Dank auch an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die Informationen zur Kontaktaufnahme sind nochmal eingeblendet. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.